So, für mich und viele andere steht jetzt die Wintersaison an. Heißt aber nicht, dass ich faul werde, ganz im Gegenteil. Ich verlagere mein Lauftraining nämlich aber nur nach drinnen, auf das Fahrrad. Stichwort Zwift oder Ruvi, Mayouche, was auch immer. Bevor ich das mache, muss ich allerdings wissen, wo ich stehe. Also jetzt nicht hier in so einem komischen Feld, sondern ich muss wissen, wo ich fitnesstechnisch stehe. Und dafür mache ich heute den Coros Fitnesstest. Und den mache ich aus zwei Gründen. Erstens, um zu sehen, ob ich mich seit Oktober, seit meinem letzten größeren Lauf, verbessert habe. Und zweitens, um im Frühjahr dann einen direkten Vergleich zu haben, ob sich mein Rollentraining jetzt positiv auf meine Fitness ausgewirkt hat oder eher negativ. Das wollen wir mal sehen und deswegen mache ich halt diesen Test. Wie der abläuft, erkläre ich mal direkt. Also der Test fängt an mit der Eingabe der aktuellen 10 Kilometer Bestzeit, damit die Uhr die Geschwindigkeit ausrechnen kann, die man laufen soll. Haben wir getan. Also dann geht es los mit 5 Minuten Aufwärmen. Danach 25 Minuten mit Marathongeschwindigkeit, gefolgt von 3 Minuten mit 10 Kilometer Geschwindigkeit. Dann 3 Minuten mit 5 Kilometer Geschwindigkeit, also Renngeschwindigkeit. Und wenn man dann noch Energie hat, kann man nochmal 3 Minuten laufen, so schnell wie es geht. Habe ich noch nie geschafft. Mal sehen. Und danach halt mal 5 Minuten abkühlen. Was das Ganze jetzt im Detail bedeutet, will ich auch mal kurz erklären. Das muss ich aber vorlesen, weil ich kann mir das nicht merken. Ich bin noch keine 40 mehr. Also die 5 Minuten Aufwärmen ist klar. 25 Minuten in Marathongeschwindigkeit. Ich lese vor. Diese Intensität erreicht den idealen Bereich, um die beste Beziehung zwischen Pace und Herzfrequenz zu bestimmen. Evolab, das ist dieser kleine Onkel da in meiner Uhr, oder die Tante, was auch immer, nutzt deinen stabilen Zustand während dieser Phase, um deine Schwelle zu ermitteln. Nicht schlecht. 3 Minuten in 10K Pace. Diese Phase beginnt mit einem verkürzten Stufentest, bei dem deine Herzfrequenz linear ansteigt. 3 Minuten 5K Pace. Diese Phase folgt auf die vorherige, offensichtlich, und läuft in einer etwas schnelleren Pace ab. Ziel ist es, dass deine Herzfrequenz über 90% deine Herzfrequenzreserve erreicht. Ich glaube, ich habe ein Wort dazu gedichtet oder auch nicht, keine Ahnung. Dann 3 Minuten optional. Wenn deine Herzfrequenz noch unter 90% deiner Reserve liegt, musst du diese vierte und letzte Steigerungsstufe absolvieren. Wie gesagt, ich habe den Test irgendwann schon mal gemacht. Ich glaube im März, April oder was. Habe ich nicht geschafft. Mal sehen, wie es jetzt ist. Und dann kommen die 5 Minuten Cooldown. Muss man nicht erklären. Gut, ich würde sagen, ich fange mal an mit den 5 Minuten Aufwärmen. Mit dem 5 Minuten Aufwärmen. Also mein Deutsch ist heute auch irgendwie so fantastisch. So, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit filmen und in die Kamera quatschen, weil das meine Herzfrequenz unnötig in die Höhe schießen lässt. Deswegen melde ich mich immer, wenn ich einen neuen Abschnitt erreicht habe. Ungefähr so. Nächste Phase, 25 Minuten Marathongeschwindigkeit bei Wind. Äh, 3 Minuten 10 Kilometer Renngeschwindigkeit. 5 Kilometer Renngeschwindigkeit. Uiui. 7 Sekunden noch. 5. Okay. Continue Test. Okay. Ich habe noch mehr Potenzial. Uiuiui. Sieht man das? Oh, ein Auto. Ich kann nicht mehr. Geschafft. 5 Minuten Ausdauer. Ui. Bis gleich. Test beendet. Ich bin Trost. Ich stecke mir gleich mal das Mikro an und dann geht's zur Auswertung.
Entschuldigt bitte meine Frisur. Die Auswertung. Mein Gott. Ich glaube, ich bin schlechter geworden. Mein Schwellenwert Pace ist jetzt 4,29. Ich glaube, der war mal 4,14 laut der Uhr. Aber ansonsten denke ich mal, könnte der Rest geblieben sein. Also die 4,14, die waren auf Grundlage von meinem Lauf in Lübeck. Wieso auch immer das so schnell war. Wobei, Moment, davor war es 4,24. Oh Gott, bin ich so schlecht geworden. Ja, ich guck mal, da vorne ist Schatten und dann gehen wir mal ins Detail. So, ich denke mal, hier ist ganz gut. Also wie gesagt, laut den ersten Angaben, die Manolo so macht, ist mein Schwellenwert Pace jetzt bei 4,29. Ich bin der Meinung, der war wesentlich besser. Und nach den norwegischen Berechnungen, da war ich irgendwie auch bei 4,20. Wenn ich jetzt wirklich so viel langsamer geworden bin, muss ich mein komplettes Training anpassen. Na, wir schauen mal. Ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall sind wir 9,3 Kilometer gelaufen. Also ich wäre natürlich wirklich bitter, wenn ich mich so doll verschlechtert habe, trotz Training. Oh, tatsächlich. Glückwunsch zum Abschluss des Fitnesstests. Neue Lauffitness 85,3. Eieiei. Wesentlich schlechter geworden. Ich blende mal hier neben mir ein, was ich vor dem Test hatte und links die neuen Werte. Also Lauffitness. Vorher waren es 86,6, bin ich der Meinung. Jetzt bin ich bei 85,3. Ausdauer bin ich jetzt bei 85,4. Schwellenwert 84,4. Geschwindigkeit 84,3. Sprint 84,4. Also generell wahnsinnig viel schlechter. Überall schlechter geworden. Warum? Schwellenwert Pace 4,29. Wie gesagt, vorher 4,14. Kommen wir mal zu der Rennvorhersage. Es ist überall schlechter geworden. Also wahnsinnig viel schlechter. 5 Kilometer hätte er vorher gesagt, schaffe ich in 20 Minuten und 80 und jetzt bin ich bei 21, 27. 10 Kilometer ist langsamer geworden, Halbmarathon ist langsamer geworden, da hatte ich vor 1,33, Marathon ein bisschen langsamer geworden, das war nicht so schlimm. Wenn ich 3,30 laufe, wäre das trotzdem perfekt, aber warum bin ich denn so schlecht geworden? Das verstehe ich nicht. Gut, ich meine, es gibt auch immer so Tagesform. Das Wetter ist auch kacke, ich hatte Gegenwind. Und die ganzen Sachen werden ja aufgrund der Herzfrequenz berechnet. Wahrscheinlich war die heute scheiße. Also ich habe es auf flacher Ebene gemacht, was auch sein muss. So, Herzfrequenz im Schnitt 148. Beste Runde 359. Schwellenwert Herzfrequenz 168. Bin ich der Meinung, das war vorher auch so. Ärgert mich so ein bisschen. Stelle ich mir natürlich die Frage, ob ich das Training, was ich gemacht habe, ob das falsch war, aber es war nicht anstrengend. War es deswegen schlecht und ich bin langsamer geworden? Puh, okay. Es ist, wie es ist. Das sind meine Zahlen. Die sind schlechter geworden. Warum wir hoffen, dass die dann im Frühjahr nicht noch schlechter werden? Ich hoffe mal, dass das Fahrradtraining mich irgendwie ein bisschen zumindest nicht noch schlechter macht. Das ist eigentlich generell nicht schlecht, aber es wird geraten, dass man den Test alle 12 bis 16 Wochen macht für die norwegische Lauftrainingsmethode. Wie gesagt, man soll das alle 4 Wochen machen. Ich mache den ganzen Kram in 6 Wochen nochmal, dann haben wir Januar, vielleicht besseres Wetter und mal gucken, ob dann irgendwie das Fahrradfahren mich verbessert hat. Oder nicht. Ich will ja auch irgendwie noch mal ein bisschen Kraftsport machen. Mal gucken. Okay, ja gut, es kann also nicht immer irgendwelche Highlights geben, man kann sie nicht immer verbessern. So ist es. Von daher ich verabschiede mich erstmal in meinen Winterurlaub quasi auf mein Fahrrad und dann schauen wir mal, wie sich meine Fitness verbessert oder verschlechtert. In dem Sinne gehe ich jetzt ganz traurig nach Hause, ziehe mir erstmal eine Pizza rein. Peace.